Hallo und herzlich willkommen bei Tropic Media TV. Heute stelle ich euch das zweite Video vor. Es geht um die Montage des Tarot 2-Axis Brushless Gimbal für GoPro Hero 3 mit dem aktuellen neuen Frame. Also seid gespannt. Ab geht's! Als erstes nehmen wir uns das große Frameteil, achten darauf, dass die 4 abgespreizten Füßchen zu uns zeigen, nicht von uns wegstehen, damit wir die Dämpfung nicht verkehrt rum reinsetzen. Das machen wir an allen 4 Seiten. Als nächsten Schritt schnappen wir uns das kleinere Frameteil, achten darauf, dass bei den Bohrungen die Seite, wo das Bohrloch näher zum Rand ist, an die Seite kommt, wo die Kopterhalterung später montiert wird, das Teil, was nach außen zeigt. Im Besonderen bei diesem Schritt werden wir etwas zum Nachschieben benötigen, sowas wie ein Schraubenzieher. Ich habe hier einen Phasenprüfer, der an den Seitenkanten nicht scharfkantig ist, um die Dämpfung nicht zu beschädigen. Damit haben wir eine wichtige Grundlage geschaffen für das Gimbal, um das bereits gezeigte Problem mit dem Rolling Shutter Effekt oder Yellow Effekt zu verhindern und ein sauberes Bild zu erhalten. Im dritten Schritt nehmen wir uns das bereits vorgeschraubte Gimbal mit den 2 Brushless-Motoren, schauen uns den Fuß an und sehen, dass die 2 vorgebohrten Löcher bereits mit Gewinde versehen sind für die 2 1,5er Inbusschrauben. Der Gimbalfuß wird an das Frame so montiert, dass er von der Kopterhalterung weggeht, so dass der Brushless-Motor, der für die spätere Aussteuerung der Horizontale verantwortlich ist, über der später montierten Platine steht. An der Platine ist bereits der Sensor für die GoPro vorinstalliert, auch ein Stromkabel ist schon angelötet. Es befinden sich noch einige andere Anschlüsse an der Platine. Bei der Montage der Platine ist darauf zu achten, dass die beiden Anschlüsse für die Gimbal Brushless Motoren nach außen am Frame zeigen. Sie wird direkt unter dem Brushless-Motor, der für die horizontale Aussteuerung verantwortlich ist, festgeschraubt mit den 4 kürzeren 1,5er Inbusschrauben. Beim 5. Schritt benötigen wir die kleine Madenschraube und die winzige Unterlegscheibe, um den Sensor mit der GoPro-Kamerahalterung an dem Brushless-Motor zu montieren. Dabei ist auf die Vertiefung in der Achse des Brushless-Motors zu achten, da dort die Madenschraube fixiert wird, um ein Verrutschen der Kamerahalterung zu vermeiden. Der bereits vormontierte Sensor für die Kameraausrichtung befindet sich an der Rückseite der Kamerahalterung. Wie man sehen kann, ist der Sensor bereits angeschlossen an die Platine. Dieser Steckplatz befindet sich im hinteren Bereich und ist abstehend. Beim Anschließen der beiden Brushless-Motoren kann man als ersten Schritt die beiden Kabel durch den Gimbalfuß ziehen. Der zu uns zeigende Brushless-Motor, der für die horizontale Ausrichtung verantwortlich ist, wird auf der linken Seite angeschlossen. Auf der rechten Seite wird der vertikal ausrichtende Brushless-Motor angeschlossen. Bitte achtet beim Anschließen von links und rechts darauf, dass ich die Anschlüsse nach unten halte. Als vorletzten Schritt widmen wir uns der Montage der Halterung, um das Gimbal an den Kopter zu montieren. Dafür haben wir 2 Mechanismen. Zum einen können wir die mitgelieferten Klemmarme benutzen, die Tarot hier mitliefert. Dazu müssen 2 10 mm Rohre am Kopter vorhanden sein. Die 10 mm beziehen sich auf den Durchmesser der Rohre. Daran werden dann die Arme festgeklemmt. Selbstverständlich ist die Montage einer vorhandenen Halterung oder der Bau einer neuen Halterung möglich. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Lochabstand von 5,8 cm eingehalten wird, um das Ganze dann am Frame zu montieren.
Als vorerst letzten Schritt kommen wir nun zur Montage der Kamera GoPro Hero 3 oder GoPro Hero 3 Plus und der dazugehörigen Stromversorgung und Weiterleitung des Videosignals per USB-Anschluss. Dazu entfernen wir die aus einer Aluminiumlegierung bestehende Vorderseite der Kamerahalterung an den zwei Schrauben mit dem 1,5er Inbus. Bei dem Anschlusskabel zur GoPro Hero 3 handelt es sich auf der einen Seite um den USB-Typ Mini B. Auf der anderen Seite des Kabels befinden sich zwei Stecker. Der eine ist für den Stromanschluss, der andere, um das Videosignal weiterzuleiten. Beide Stecker sind dreipolig, es werden aber jeweils pro Stecker nur zwei Verbindungen genutzt. Die übrig gebliebene kleine Inbusschraube benötigen wir, um das Kabel an der Kamerahalterung zu montieren. Ich verwende hier die GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Diese muss man, wie auch alle anderen GoPro-Kameras aus der 3er Serie, aus der Hülle rausnehmen, also aus der wasserdichten, staubdichten Hülle. Was, wie ich finde, ein Nachteil ist, um sie zu montieren, da natürlich die Gefahr von Kratzern auf der Linse besteht oder zumindest höher ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass beim festen Anziehen der vorderen Kamerahalterung es einen Abdruck in der GoPro gibt, was natürlich schon irgendwo ärgerlich ist. An der hinteren Kamerahalterung ist schon ein kleines Loch vorgebohrt, sogar mit Gewinde, wo man dann den kleinen USB-Stecker mit der Imbusschraube montieren kann. Beim Einsetzen der GoPro Hero 3 in den Kamerahalter des Gimbals gehen wir wie folgt vor. Die Linse der Kamera ist auf der Seite des Brushless. Wir drücken die Kamera in diesen vorgefertigten Schuh in der Halterung mit dem Abstand des USB-Steckers, um ihn nicht zu verbiegen, und schieben ihn dann langsam Richtung USB-Stecker, schauen darauf, dass sich nichts verkantet. Nun wird das vordere Teil der Kamerahalterung auf die Kamera raufgesteckt. Als Abschluss schrauben wir dann die Imbusschrauben von hinten in die Kamerahalterung rein. Bitte darauf achten, dass Sie die nicht zu fest ziehen, da sonst die vordere Kamerahalterungsplatte die GoPro im unteren Bereich eindrücken kann, was keinen technischen Nachteil hat, aber beim Wiederverkauf die GoPro im Wert minimiert. Damit haben wir die Montage abgeschlossen und ja, wer neugierig ist, wie das Ganze im Flug funktioniert, der schaut sich doch bitte das nächste Video an. Wir freuen uns in jedem Fall auf Fragen, einen Daumen hoch oder selbstverständlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also, bis dahin, euer Tropic Media Team.